Modul 7 Werkzeuge für kreative Fragestellungen, Designmethoden in der fachberuflichen Praxis. Was ist der Hintergrund des Moduls? Wie entstand die Idee? Die neue Generation von Handwerkerinnen und Facharbeiterinnen steht vor neuen Herausforderungen. Neben der Beherrschung der fachlichen Qualifikationen ihres Berufs müssen sie den Anforderungen der Kundinnen, der digitalen Produktion und des Vertriebs, der Materialforschung und Entwicklung gerecht werden. Die Fähigkeit, neues Wissen in die Praxis eines auch traditionellen Berufs einzubringen, zu integrieren und weiterzuentwickeln, ist daher ein zentraler Punkt für die zukünftige Ausübung des Berufs. Aber wie kommt neues Wissen in die Praxis? Dazu ist unserer Meinung nach wichtig, neue Formate und Lehrkonzepte zu entwickeln und neue inhaltliche Impulse in die Fachausbildung einzubringen. Im Studiengang Design, Handwerk und materielle Kultur an der New Design University in St. Pölten verbinden wir handwerkliche Kompetenz mit akademischer Ausbildung. Unsere Absolventinnen arbeiten nach dem Abschluss sowohl in der Praxis als auch in der Forschung. Uns ist es ein großes Anliegen, das Wissen, das wir uns in den vergangenen 10 Jahren aufgebaut haben, mit der Handwerksausbildung zu verknüpfen und die Durchlässigkeit zwischen akademischer Bildung und handwerklicher Bildung zu erhöhen. Was sind die Lernziele des Moduls? Im Rahmen des Moduls 7 werden Methoden vermittelt, mit denen konkrete Fragestellungen sowie praktische Aufgabenstellungen entwickelt werden können. Dazu zählen unter anderem Produktanalyse, Recherche, Interviews, Beobachtung und Dokumentation. Um einen Mehrwert für alle Teilnehmenden zu erreichen, werden die konkreten Inhalte und Übungen des Moduls an die Bedürfnisse der Teilnehmenden angepasst. Den Teilnehmenden soll auf praxisnahe Weise vermittelt werden, wie sie Methoden des Designs in ihren Arbeitsalltag integrieren und an ihre Auszubildenden weitervermitteln können. Damit wird die Fähigkeit, innovative Lösungen für konkrete Aufgabenstellungen in der beruflichen Praxis zu finden, erhöht und die Fachausbildung um aktuelle Themen bereichert. Das Modul richtet sich konkret an betriebliche LehrlingsausbildnerInnen und Berufsschullehrende aus Branchen mit gestalterisch innovativen Anforderungen, wie zum Beispiel Möbel, ModellbautischlerInnen, MetallbauerInnen, KeramikerInnen, KonditorInnen, FriseurInnen und andere mehr. Wie ist das Modul aufgebaut? Welche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen gibt es? Wie werden die Teilnehmenden unterstützt? Also das Modul wurde als Blended Learning Konzept bestehend aus 3 Online-Kursen mit asynchronen Inhaltsteilen konzipiert. Im Rahmen deren sollen die Teilnehmenden inspiriert durch Inputs seitens der TrainerInnen praxisbezogene Überlegungen im Kontext des eigenen Berufsalltags gemeinsam diskutieren und praktische Übungen durchführen. Der Leistungsnachweis wird sich so gestalten, dass die Personen eine Teilnahmebestätigung und Micro-Credentials erhalten. Außerdem ist erforderlich, dass sie zu 100% anwesend sind und mitarbeiten im Rahmen von Übungen, Diskussionen und auch ihre Praxisübungen dokumentieren. Dadurch werden sie von den TrainerInnen unterstützt, eben durch Übungen, Diskussionsrunden in Plenumen, Fragen, Feedback-Sitzungen mit den Trainern, aber genauso Unterlagen wie Handouts, Texte über Design-Tools, angewandte Forschungs- und Dokumentationsmethoden. Kurs 1 Designmethode und Aufgabenstellung. Was sind die Inhalte und Ziele dieses ersten Modulkurses? Wie ist dieser aufgebaut? Ziel des ersten Kurses im Modul 7 ist es, praktische Einblicke in die Designarbeit zu bekommen, zum Beispiel, was ist Produktdesign, Industriedesign oder handwerklich basiertes Design. Designwerkzeuge kennenzulernen und Einblicke in die Produktentwicklung zu geben. In diesem Kurs reflektieren die Teilnehmerinnen die konkrete Situation in Ausbildung und Praxis ihrer Unternehmen und machen individuelle Überlegungen zur Anwendung der Gestaltungswerkzeuge in der jeweiligen Unternehmens- oder Schulbildungspraxis. Bis zum zweiten Kurs definieren Sie dann individuelle Fragestellungen und Ziele für die Anwendung von Designwerkzeugen in Ihren Betrieben oder Schulen. Dieses Modul beginnt dann mit der Vorstellung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, bei der sie auch ihre betriebliche Situation schildern, in welchem Gewerk sind sie tätig, wie arbeiten sie mit ihren Auszubildenden, welchen Bedarf sehen sie derzeit für auch Designfragen. Aus diesen Überlegungen heraus wird dann eine Aufgabenstellung, eine konkrete individuelle Aufgabenstellung erarbeitet und es werden zusätzlich Impulse vermittelt zu den Themen wie angewandter Forschung, also konkret,
welche Designwerkzeuge kann man verwenden, sowas wie Moodboards oder was sind Use Cases. Weiters stellen wir ein an der Universität einen entwickelten Leitfaden vor, den wir für die Fachausbildung adaptiert haben. Ein Leitfaden zur Produktentwicklung, in dem grundlegende Schritte von der Definition einer Problemstellung über die Frage, an wen richtet man sich, also welche Zielgruppe, über die Recherche, den Entwurf bis zur Umsetzung eines Prototypen vorgestellt werden. Abgeschlossen wird dieser Teil dann eben mit der konkreten Entwicklung einer Frage in der speziellen Lehrsituation. Wichtig ist auch sozusagen Diskussion unter den Teilnehmerinnen und ein Austausch, sozusagen ein gemeinsames Arbeiten. Und bis zum zweiten Termin soll dann diese konkrete individuelle Fragestellung und Zielsetzung für die Anwendung von Designwerkzeugen und Unternehmen konkretisiert und präzisiert werden. Kurs 2, Anwendung in der Praxis. Was sind die Inhalte und Ziele dieses zweiten Modulkurses? Wie ist dieser aufgebaut? Ziel des zweiten Kurses ist es, ein tieferes Verständnis unter den Teilnehmern zu fördern, welche Aspekte für ihre Fragestellungen und Ergebnisse berücksichtigt werden müssen und wie sie sich aus der Forschung stammende Methoden als Lösungen in der praktischen Alltagsarbeit fruchtbar einsetzen lassen. Die Dokumentation von Erfahrungen und Erkenntnissen spielt eine zentrale Rolle, insbesondere im Hinblick auf Reflexion und zukünftige Arbeit. Zwischen dem zweiten und dritten Kurs werden Sie eine praktische Übung im Rahmen Ihrer Arbeit selbst durchführen und Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse in einem Feedbackblatt reflektieren und dokumentieren. Also es wird so ablaufen, dass wir ungefähr 4 Stunden Online-Kurs haben, 3 Stunden asynchron mit Übungen und praktische Übungen, die Sie, wenn es sinnvoll erscheint, im Rahmen des Unternehmens mit Auszubildenden durchführen können. Wir würden hier wieder starten, kurzer Willkommens, dann Präsentation der jeweiligen Themenstellung für die Praxisübung durch die Teilnehmenden. Dann würden wir als TrainerInnen Feedback geben. Anschließend kommen 3 große Impulsteile. Erstens einmal zur Recherche in der Forschung, wo wir Praxisbeispiele geben und einen gewissen Leitfaden für Recherchemöglichkeiten im Rahmen der betrieblichen Ausbildung und Berufs- und Fachschule geben. Da ist uns besonders wichtig, dass den Teilnehmenden vermittelt wird, was der Nutzen da überhaupt sein kann von dieser Methode, zum Beispiel, dass sie recherchieren, welche Produkte es überhaupt gibt, wie diese zum Beispiel beworben werden und wie sie daraus auf die eigene Arbeits- und Produktionsweise Rückschlüsse machen können, also dass sie sehen, was leisten die anderen, was fehlt womöglich noch. Und daraus ergeben sich dann vielleicht neue Lösungswege und Innovationen, genau, und was man für Inspiration für die Fragestellungen nehmen kann. Genau, dann wollen wir da auch Tipps für praktische Anwendungen geben. Zum Beispiel Recherche kann helfen bei Orientierung, Differenzierung. Was für Unternehmen bewerben eigentlich ähnliche Produkte oder Dienstleistungen? Welche können für mich relevant sein? Recherche und Vergleich ist auch immer ein wichtiger Aspekt. Welche relevanten Produkte, Dienstleistungen gibt es überhaupt? Worin ähneln sich diese? Worin unterscheiden sie sich? Wo zeigen sie sich gegebenenfalls noch Marktlücken oder Verbesserungsbedarf? Und dann wäre, wenn es für die Teilnehmenden sinnvoll erscheint, zum Beispiel eine Anwendung der Recherche-Tools im Rahmen so vordefinierter Themenstellung, dass man eine kleine Übung durchführt und diese dann gemeinsam diskutiert. Der zweite Impulspunkt wäre die Interviewführung. Auch da würden wir wieder Praxisbeispiele aus Studiengang und Forschung geben und einen gewissen Leitfaden für Interviews im Rahmen betrieblicher Ausbildung, Berufs- und Fachschule vorstellen. Wieder wollen wir auf Nutzen verweisen, wie zum Beispiel, welche Möglichkeiten, Herausforderungen und Bedürfnisse gibt es von seitens der Zielgruppe unserer Teilnehmenden oder der Auftraggebenden, etwa in Bezug auf die Einsatzmöglichkeiten eines Produkts, die Funktionalität, die Strapazierfähigkeit, Anpassung und so weiter. Oder auch, welche Bedürfnisse und Herausforderungen gibt es seitens der Zielgruppe oder NutzerInnen, zum Beispiel in Bezug auf Funktionalität, Komfort oder Anpassung. Wichtig ist auch, was gefällt der Zielgruppe an Prototypen, an Musterstücken? Wo sehen Sie vielleicht Optimierungsbedarf?
Genauso ist immer wichtig, welche Lösungswege und Innovationen kann ich eigentlich von Basis von Interviews mit meiner Zielgruppe als Inspiration für Fragestellungen weiter nutzen. Was kann ich da adaptieren, verbessern? Zum Beispiel, dass ich mir anschaue, welches Material, welche Werkzeuge vielleicht besser noch wären. Dann wollen wir auch Tipps für praktische Anwendung geben, zum Beispiel also Orientierung, Leitfaden, was möchte ich von der Zielgruppe wissen, welche Punkte sollen in Gesprächen möglichst abgedeckt werden. Bei der Fragestellung ist wichtig zu beachten, dass man eine möglichst zielgruppenorientierte Sprache verwendet, keine Suggestivfragen und konkret nach Wünschen, Verbesserungsvorschläge fragt. Bei Interviewführung ist auch immer, also das ist sehr hilfreich, um Vergleiche zu ziehen. Zum Beispiel, welche Ergebnisse kann ich aus den Interviews ziehen? Worin ähneln sich diese? Worin unterscheiden sie sich? Was kann ich da für meine Fragestellung wieder mitnehmen? Der nächste Impulspunkt ist dann die Beobachtung, wieder mit Praxisbeispiele und würden wir wieder einen Leitfaden geben, wo wir vor allem auf den Nutzen hinweisen. Zum Beispiel zeigen Beobachtungen, aus welchen Verhaltensweisen der Zielgruppen zum Beispiel Aufschlüsse geben werden können, was man an Prototypen verbessern kann. Zum Beispiel, wie sie sich verhalten, wenn sie mit dem Prototyp umgehen, wo es da vielleicht Schwierigkeiten gibt. Genauso sehen wir, welche Lösungswege und Innovationen ich auf Basis von Beobachtung der Zielgruppe noch als Inspiration nutzen kann. Zum Beispiel, oh, ich sehe da, ein Stuhl muss zum Beispiel ein bisschen höher gestellt werden für ältere Menschen, dass sie sich leichter tun. Und genau. Ja, für die praktische Anwendung wären dann so Tipps, dass wir zum Beispiel vorher also ist immer ein guter Tipp, einen Orientierungsleitfaden zu machen, dass man sich vorher überlegt, auf was für Reaktionen, Verhaltensweisen möchte man zum Beispiel genau schauen. Wie zum Beispiel, wie einfach ist eine Handhabung, tun sie sich schwer, müssen sie sich länger spielen. Genau, und Beobachtungen sollten immer in möglichst natürliche Umgebungen stattfinden, entspannt sein. Und auch hier ist wieder der Punkt des Vergleichs, dass man sich anschaut, wie gehen jetzt unterschiedliche Personen mit zum Beispiel einem neuen Sessel um. Genau, und der letzte, aber sehr, sehr relevante Impulspunkt wäre dann die Dokumentation. Da wollen wir auch einen Leitfaden geben, um auch zu zeigen, wie wichtig das eigentlich ist, persönliche Erkenntnisse und Überlegungen durch Verschriftlichung oder Visualisierung festzuhalten, eben auch wegen Vergleichbarkeit, also Gedächtnisstütze und so weiter, genau. Als nächstes würden wir dann die Aufgabenstellung besprechen, die Personen bis zum 3. Termin haben. Und zwar, dass sie auch sich überlegen, okay, im Rahmen meiner Übung, welche Methode möchte ich einmal probieren anzuwenden, gemeinsam mit Lehrlingen oder auch mal für mich. Was wäre das sinnvoll? Zum Beispiel eben, wenn ich weiß, in meiner Zielgruppe wäre vielleicht ein neuer Stuhl relevant, dass ich da Interviews führe, Beobachtungen führe bei Probestücke und dass man sich da eben überlegt, zum Beispiel Kombination von Methode, wie will ich das dokumentieren und auch wie diese Übung dann in meine Praxis, in die Ausbildungspraxis integriert werden kann. Ja, und wichtig ist dann noch, dass wir das dann auch, also die TrainerInnen das überprüfen können, dass die Personen dann nach der Übung einen Feedbackbogen ausfüllen und hochladen, wo sie einfach kurz dokumentieren, ganz genau, wie sie die Übungen durchgeführt haben, wie es ihnen dabei gegangen ist, was sie damit für Lernerfahrungen mitnehmen für sich. Kurs 3, Reflexion. Was sind die Inhalte und Ziele dieses 3. Modulkurses? Wie ist dieser aufgebaut? Ziel des 3. Kurses ist es zu erkennen, wo die vorgestellten Werkzeuge und Methoden auch fruchtbar in den Arbeitsalltag integriert werden können und wie diese den Auszubildenden in der Praxis vermittelt werden können. Die Reflexion der ersten beiden Kurse sowie der praktischen Übung zwischen dem 2. und 3. Kurs sollen zu einem Austausch und einer Perspektivenerweiterung beitragen, den Teilnehmenden ein breites Repertoire an Möglichkeiten für ihre berufliche Praxis bieten. Konkret wollen wir die Ergebnisse und Überlegungen der durchgeführten Praxisübung mit den Trainerinnen reflektieren. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was haben Sie aus dem Modul und der praktischen Übung mit Ihren Auszubildenden gelernt? Wo sehen Sie Möglichkeiten zur Umsetzung der besprochenen Methoden im Arbeitsalltag? Wo sind Grenzen? Was möchten Sie in Ihre zukünftige Berufspraxis integrieren? Wie können den Auszubildenden diskutierte Methoden vermittelt werden? Welche Herausforderungen und Grenzen ergeben sich?
Wie können wir das Modul für zukünftige Teilnehmende verbessern, um ihre Bedürfnisse und die ihrer Auszubildenden besser zu erfüllen? Vielen Dank. Danke.